Eine leise Melodie liegt in der Luft und dudelt fließend vor sich hin. Der Wind rauscht. Es ist heiß. Die Sonne gibt diesen Sommer ihr Bestes. User joined your channel. Die Blumen leiden ein bisschen User left darunter. your Seit channel. einiger Zeit hat es nicht mehr geregnet. Die Bäume lassen müde ihre Blätter hängen. Der Motor brummt. Das stete Surren der Reifen auf der Straße ist zu hören. Ein Geräusch, das von den meisten Menschen gar nicht bewusst zugeordnet wird. Das ganze Fahrzeug vibriert und alle ursächlichen Geräusche werden als ganz selbstverständlich hingenommen. Menschen sitzen im Bus und fahren damit von A nach B. Wer denkt schon über den Bus nach oder speziell die von ihm erzeugten Geräusche? Menschen sind in Gedanken bei sich oder bei ihrem Ziel. Die gewundene Bergstraße wurde gerade erst neu ausgebaut, für alle Fahrzeugtypen zugelassen und der Verkehr fließt zügig auf der schlaglochfreien Fahrbahn. Ich persönlich hätte vielleicht das ein oder andere etwas anders gemacht, aber die Stadtverwaltung wollte wohl Geld sparen. Wisst ihr, was ich an Menschen hasse? Sie hören nicht zu. Man kann die besten Ratschläge geben und wird einfach von ihnen ignoriert. Ich bin in der Stadtverwaltung gewesen, aber kein Mensch wollte sich anhören, was ich zu sagen hatte. Was muss eigentlich passieren, damit Menschen dazulernen? Sag mal, hörst du das? Fragt eine Frau ihre Begleiterin. Nee, was denn? Gibt die andere zurück. Das klingt, als würden zwei Radios laufen. Eins mit Musik und eins mit einem Vortrag. Ein Vortrag? Ich bin nicht sicher, ich kann es nicht verstehen, es ist zu leise. Dann ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Ja, ist ja auch egal. Ich denke über diesen Bus nach, dessen Fahrt bald zu Ende geht. Dann wird der Wind nicht mehr um seine Außenspiegel rauschen, die Reifen werden nicht mehr über die Straße surren, die Windschutzscheibe wird keine Fliegen mehr einfangen und es wird nie wieder jemand darin Platz nehmen. Heute ist seine letzte Fahrt. Heute könnte man sagen, sie fahren von irgendwo ins Nirgendwo. Weit und breit kein Haus. Weit draußen in den unerforschten Einöden eines längst aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis im Schweizer Gebirge auf dem Planeten Erde. Da liegt ein Felsbrocken auf der Fahrbahn hinter einer Rechtskurve. Ich frage mich, ob ich dem Fahrer das sagen sollte. Vielleicht erschreckt er sich, wenn ich ihn direkt anspreche. Bei sowas muss man ja immer vorsichtig sein. Auf die Gefühle von Menschen muss man immer Rücksicht nehmen. Was, wenn er einen schlechten Tag hat? Was wäre, wenn er nach mir schlägt? Menschen reagieren auf mich oft mit wilden Gesten. Ich könnte es den anderen Fahrgästen sagen. Ob die mich ganz hinten auch hören? Hey, Leute, da kommt etwas Großes auf uns zu. Das wird gewaltig. Ihr solltet euch das mal ansehen. Warum hört mir denn niemand zu? Resigniert setzt Frau Elpechen sich wieder hin. Immer dasselbe. Niemand will zuhören. Man kann sagen, was man will. Frau Elpechen ruft. Hey, Fahrer, es wird Zeit, auf die Bremse zu treten. Keine Reaktion. Frau Elpechen schaut sich um. Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Ich würde gerne aussteigen. Mama, Mama. Was denn? Mama, guck mal. Was ist denn? Da sitzt ein Minimensch vorne beim Fahrer auf der Armatur und führt Selbstgespräche. Die Mutter versucht tatsächlich etwas zu erkennen. Frau Elpechens Blick wandert vom geöffneten Fenster zurück in den Fahrgastbereich. Das Kind steht auf und geht näher an die Windschutzscheibe heran. Der Fahrer wird darauf aufmerksam. Hey, Kind, zu deiner eigenen Sicherheit, setz dich bitte wieder hin. Frau Elpechen sieht dem Kind in die Augen. Das Kind beugt sich nach vorne. Ich will das aber genauer sehen. Da kommt eine Kurve, halt dich fest. Frau Elpechen wird nervös. Tut mir leid, ich muss gehen. Breitet ihre Flügel aus, verzieht sich durchs Fenster und ist auf und davon. Bam! Es kracht und scheppert. Der kleine Omnibus zerberstet zwischen dem Felsen und dem LKW, der hinter ihm fuhr. Die trockene Straße hüllt den grotesken Anblick in eine Staubwolke. Durch den Aufprall verliert der Anhänger das Gleichgewicht, kippt um und zieht den Sattelschlepper mit sich in die Tiefe. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Stille breitet sich aus. Kein Vogel singt, kein Wind ist zu hören. In der Ferne hört man dann den Aufprall. Ganz langsam legt sich die Staubwolke. Zäh bahnt sich ein winziger Bach in der Farbe der Mohnblume seinen Weg über die Straße durch den Staub, rinnt durch das spärliche, von der Sonne angesenkte Gras, über den Abhang und tropft auf die kargen Büsche, die sich mit kräftigen Wurzeln in den Felsen krallen.
irgendwo im Nirgendwo. Ende der Geschichte.